Über die Kuppe ins Nichts beschleunigt man voll durch. Hier braucht man richtig Eier in der Hose. Zweites Bremsen, dritter Gang, Linksbogen, an den Curb dran. Einfach nur geil in Deutschland gefahren, das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt. Nur wer die grüne Hölle schon selbst durchquert hat, weiß, was für eine Faszination von ihr ausgeht. Anfang der 90er flogen sie noch, die Helden der DTM. Blind in Formation mit über 200 Sachen jagten Fahrer wie Keke Rosberg und Ellenlohr über den kurvigen Eifelkurs. Also normalerweise habe ich wirklich keine Angst, wenn ich fahre. Aber Nordschleife... Ja, Nordschleife ist eine Sache, eigentlich, da darf man überhaupt nicht nachdenken. Ein Grund, warum die DTM 1993 zum letzten Mal auf der Nordschleife gastierte: zu gefährlich. Mit 20,382 Kilometer Länge, 33 links, 40 Rechtskurven, 292 Meter Höhenunterschied und bis zu 17% Steigung ist sie nicht nur die anspruchsvollste, nein, mit insgesamt 140 Toten ist sie leider auch die gefährlichste Rennstrecke der Welt. Doch bevor man sich den über 20 Kilometer langen Spaghettikurs auf grünem Eifelgemüse reinzieht, braucht man erstmal, genau, eine anständige Gabel. Geht doch. Darf ich vorstellen? Lamborghini Gallardo Superleggera. Und damit es alle kapieren. Gallardo Superleggera, super leicht und noch mehr Leistung. Superleggera, 530 PS verteilt auf 1400 Kilo Leergewicht. Die wohl flachste Orange mit 2 Hörnern. Also wenn man den Namen Lamborghini hört, verbinde ich das immer mit Supersportwagen, mit martialisch aussehenden Karosserien. Autos im Design eines Tarnkappenbombers, wirklich ausgestellt, Kanten, Ecken, super flach, super laut und super schnell. Also die Diätkur mit 100 Kilo, absolut perfekt. Aber 10 PS nur drauf zu packen, um Superleggera hier wirklich auf die Straße zu bringen, da hätte ich mir 30 gewünscht. Was echt super stark ist hier, voll in die Bremse rein. Da bremst wirklich der Belag, der geht an die Scheibe ran und das Ding steht in 0, nichts. Da ist ein Bremsdruck da. Und das Schöne an dem Bremsen ist, man darf auch wieder Gas geben. Es geht wieder nach vorwärts. Allrad- und Supersportwagen ist immer ein schwieriges Thema. Tendenziell irgend so eine Untersteuerscheiße. Superleggera, Gegenteil. Das Auto macht wirklich keine Anstalten von Untersteuern. Da kann man in die Ecke reinhauen, wie man will. Der lenkt auf der Vorderachse ein. Man kann auf den Pinsel treten. Und das ist einfach nur atemberaubend. Jetzt müssen wir einfach mal hier die Sau rauslassen. Er hängt super geil am Gas. Der Sound, wenn die Drosselklappen aufgehen. Oh, man hat in dem Auto, wenn man mit dem Auto um die Ecken brettert, ist man automatisch ein kleiner spanischer Stierkämpfer. Aber man fühlt sich wie in einer der großen Stierkampfarenen Spaniens, immer mit einem riesen Gebrüll der Masse, Kraft ohne Ende und dem Nervenkitzel. Superleggera. 100 Kilo weniger für 190.000 €. Doch dafür gibt's mächtig Carbon auf die Glubscher.
Nach 3,8 Sekunden hämmert die Tachonadel über dreistelliges Gebiet. Und erst bei 315 Stundenkilometer geht dem 5-Liter-10-Zylinder die Puste aus. Wenn der Blick nach hinten der Dunkelheit eines Bärenarschs gleichkommt, da kann es nur ein Lamborghini sein. Aber auf der Nordschleife gucken wir nach vorne. Vollgas! Nach der langen Döttinger Höhe, unter den Bildschirmbogen durch, in die Kompression. Und dann in das Hatzenbach-Geschlängel hinein. Schön Einzug durch. So, und jetzt hier Schwedenkreuz. Das ist einer der Ecken. Hier braucht man richtig Eier in der Hose. Über die Kuppe drüber, auf der Bremse. Und dann in diesen ganz schnellen Linksbogen. Da kann man nochmal voll durchziehen. Und dann hart runterbremsen, Ahrenberg. Und jetzt geht es in die wirkliche Achterbahn. Alles andere, was wir auf der Welt sehen, ist Kinderkacke gegen das, was wir hier mit 230 durchfahren. Fuchsröhre. Der Rollercoaster der Nordschleife. Wir haben jetzt gerade mal 4 Kilometer hinter uns und der Adrenalinpegel ist schon ziemlich weit oben. Anbremsen, Bergwerk, Schlüsselstelle, lange geht es danach bergauf. Ganz früh ans Gas, früh das Tempo rausziehen, hier Lenkung schön aufmachen, möglichst die ganze Streckenbreite nutzen. Und jetzt geht es geradeaus. Wir sagen, es geht geradeaus, es sind zwar jede Menge Kurven, aber für einen Rennfahrer, wo voll gefahren wird, ist es automatisch eine Gerade. Karussell, zweiter Gang, hart am Auto, hart zum Material. Muss man gerade beim 24-Stunden-Rennen wirklich sanft raus beschleunigen. Das geht so auf die Antriebswellen, wenn das Auto durchknackt. Wieder ins Nichts beschleunigend, genaue Streckenkenntnis erforderlich und dann Anfahrt Pflanzgarten. Rechts, links, man sieht nicht wirklich, wo es lang geht. Ist aber 5. Gang voll am Durchbeschleunigen in Richtung Schwalbenschwanz. Auf der Bremse einlenken und dann schön raustragen lassen. Zurück in die Mitte. Linksbogen hier. Konzentration, Galgenkopf, ruhig die Einfahrt. Und wichtig, perfekt den Einlenkpunkt treffen und dann den Schwung mitnehmen auf die lange Döttinger Höhe.